Ich weiß zu 100%, wer meine Zielgruppe ist und was sie haben möchte. Wenn ihr das auch gerne sagen würdet, dann solltet ihr unbedingt dieses Video anschauen. Hallo und herzlich willkommen. In diesem Video werden wir euch erklären, wie ihr es schafft, Produkte und Services zu entwickeln, die eure Kunden und Kundinnen wirklich haben wollen. Hierfür verwenden wir ein einfaches Hilfsmittel und gehen Schritt für Schritt auf dessen Bestandteile ein. Von welchem Hilfsmittel ich spreche? Dem Value Proposition Canvas. Vielleicht fragt ihr euch jetzt, Value Proposition Canvas? Was soll das denn sein? Keine Sorge, wir bringen Licht ins Dunkel. Eine Value Proposition oder im Deutschen auch Nutzenversprechen genannt, beschreibt die Vorteile, die eure Kunden und Kundinnen von eurem Produkt oder von eurer Dienstleistung erwarten können. Mithilfe des Value Proposition Canvas könnt ihr ganz einfach den Nutzen eures Produktes für eure potenzielle Zielgruppe herausfinden und übersichtlich darstellen. Es hilft euch zudem, Klarheit über eure Wertschöpfung zu gewinnen und die Wahrscheinlichkeit eures Scheiterns zu minimieren, weil ihr keine Zeit mit Ideen verschwendet, die nicht funktionieren bzw. keiner haben möchte. Wie sieht so ein Value Proposition Canvas jetzt eigentlich aus? Es besteht aus 3 grundlegenden Elementen: dem Customer Profile, also dem Profil eurer Kunden oder Kundinnen, der Value Proposition Map, also der Übersicht eures Nutzenversprechens, und dem Fit, das ist die Übereinstimmung zwischen eurem Customer Profile und der Value Proposition Map. Auf alle 3 Bestandteile gehen wir jetzt Schritt für Schritt ein. Fürs bessere Verständnis nehmen wir hier eine Beispielgeschäftsidee zur Hand. Cats as a Service. Dabei geht es um Katzen, die ihr euch per Drohne für ein paar Stunden ausleihen könnt, wenn ihr Lust auf deren Gesellschaft habt. Und die Zielperson in unserem Beispiel ist Lia Schuster. Sie ist 29 Jahre alt, Masterabsolventin und arbeitet aktuell als Programmiererin in Berlin und hauptsächlich von zu Hause aus. Das Customer Profile beschreibt ein spezielles Kundinnensegment eures Geschäftsmodells. Man unterteilt es wiederum in 3 Bestandteile: die Customer Jobs, also die Aufgaben, die Customer Pains, die Probleme, und die Customer Gains, also die Wünsche und Erwartungen. Fangen wir mit dem Customer Jobs an. Die Customer Jobs sind die Aufgaben, die eure Kunden und Kundinnen während ihrer Arbeit oder in ihrem Leben versuchen zu erledigen. Bei Lia ist es so, dass sie oftmals sehr lange arbeiten muss und nach der Arbeit einfach gerne einen netten Zeitvertreib oder Gesellschaft hätte. Die Customer Pains sind die Herausforderungen und Probleme, mit denen eure Kunden und Kundinnen beim Erledigen ihrer Aufgaben konfrontiert werden. Da Lia häufig unterschiedlich lange arbeiten muss, ist es für sie sehr schwer, ein Treffen mit ihren Freunden zu vereinbaren. Zudem lebt sie in einer Fernbeziehung und auch Haustiere sind in ihrer Wohnung auf Dauer nicht erlaubt, weswegen sie sich oft alleine fühlt. Daraus ergeben sich für Lia natürlich auch Wünsche und Erwartungen, diese Situation zu ändern. Die sogenannten Customer Gains. Am wichtigsten ist es Lia, Gesellschaft zu haben. Sie hätte einfach gerne mehr Zeit für ihre Liebsten, aber würde sich auch liebend gerne um ein Haustier kümmern. So, wenn euer Customer Profile nun steht, können wir uns der Value Proposition Map zuwenden. Neben dem Entwickeln des Customer Profiles ist die Erkenntnis über euer Nutzenversprechen essentiell. Mit der Value Proposition Map beschreibt ihr, wie ihr für eure Kunden und Kundinnen Mehrwert schaffen wollt. Folgende Bestandteile sind hier vorhanden: Products and Services, die Pain Reliever, auch Problemlöser genannt, und die Gain Creator, also als Nutzenstifter übersetzt. Fangen wir hier mit den Products and Services an. Unter Products and Services könnt ihr euch alle Eigenschaften eurer Lösung vorstellen, die ihr euren Kunden und Kundinnen anbieten könnt. In unserem Beispiel bieten wir eine Lösung, bei der man sich ganz einfach über unsere App eine Katze aussuchen kann, die dann per Drohne gebracht und wieder abgeholt wird. Mit den Pain Relievern zeigt ihr auf, mit welchen Eigenschaften eurer Lösung ihr die Probleme eurer Kunden oder Kundinnen lösen bzw. verringern könnt. Mit Cats as a Service bieten wir temporäre Gesellschaft durch Katzen an. Man muss sich nicht also dauerhaft ein Haustier anschaffen und spart sich dementsprechend Geld. Um die Value Proposition Map zu komplettieren, fehlen noch die Gain Creator. Fragt euch einfach, mit welchen Eigenschaften eurer Lösung schafft ihr einen Aha-Moment? Was ist euer Alleinstellungsmerkmal? Womit könnt ihr begeistern? Wichtig hierbei ist, dass im Vergleich zu den Pain Relievern die Gain Creator auch unabhängig von dem Problem eurer Kunden und Kundinnen bestehen.
Ein Alleinstellungsmerkmal unserer Lösung ist die Lieferung der Katzen bis vor die Haustür inklusive anschließender Abholung. Unsere Katzen sind zudem versichert, weshalb hier keinerlei Zusatzkosten anfallen. Zum Schluss ist es dann noch wichtig, eine Übereinstimmung zwischen eurem Customer Profile und der Value Proposition Map zu erreichen. Es gibt hier grundsätzlich 3 Stufen der Übereinstimmung. Zuerst der Problem Solution Fit, danach der Product Market Fit und zuletzt noch der Business Model Fit. Fangen wir mit der untersten Stufe an. Der Problem Solution Fit ist die erste Stufe und symbolisiert eine theoretische Übereinstimmung auf Papier zwischen eurem Customer Profile und der Value Proposition Map. Als zweite Stufe folgt der Product Market Fit, also die tatsächliche Übereinstimmung am Markt. Das ist zum Beispiel, wenn sich jemand für euren Newsletter anmeldet oder sich auf eurer Homepage registriert. Sprich, die potenziellen Kunden oder Kundinnen zeigen grundsätzliches Interesse an euch und eurer Lösung. Die dritte und höchste Stufe stellt dann der Business Model Fit dar. An dieser Stelle ist euer Kunde oder eure Kundin bereit, eure Lösung zu nutzen und Geld dafür zu bezahlen. Und das sollte folgerichtig euer höchstes Ziel darstellen. Was solltet ihr euch jetzt also merken? Nutzenversprechen und Kundinnensegment sind die beiden entscheidenden Faktoren für ein erfolgreiches und funktionierendes Geschäftsmodell. Mit dem Value Proposition Canvas gelingt es euch ganz einfach, Klarheit über eure Lösung zu erhalten und eure Kunden und Kundinnen langfristig davon zu überzeugen. Also, findet heraus, wer eure Zielgruppe ist und was sie wirklich haben möchte.